Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns an, wie sich mit dem AMG das analytische System von Decken und Balken vertikal ausrichten lässt. Diese Funktionalität steht seit der Sophistic-Version 2024.4 zur Verfügung und wurde auch in die Vorgängerversion 2023.10 eingebaut. Ich habe hier in meinem Beispielprojekt diesen Anbau ergänzt, dessen Deckenoberkante einen Versprung aufweist. Hier vorne liegen Randunterzüge, die also somit ebenfalls den Versprung hier aufweisen. Ja, wir wollen das analytische System haben, also lassen wir es uns vom Sophistic AMG erzeugen. Wie immer, Schritt 1, vorbereiten, sprich er erkennt, welche Elemente berücksichtigt werden sollen. Schritt 2, erzeugen. Ein Blick in die Konfiguration zeigt uns, dass es auf dem Kartenreiter Ausrichtung analytischer Elemente nun einen neuen Bereich, der vertikale Ausrichtung heißt, gibt. Hier lässt sich die vertikale Ausrichtung der analytischen Systeme von Decken und Balken getrennt voneinander einstellen. Zunächst ist neu, dass Sie jetzt festlegen können, ob das analytische System an das obere Ende, das untere Ende oder in die Mitte gelegt wird. Für beide Bereiche, also für Decken und Balken, separat einstellbar. Lassen wir es zunächst auf oberes Ende für beides eingestellt und erzeugen das analytische System. Wenn ich heranzoome, sieht man, dass genau das gemacht wurde. Das analytische System der Decken und Balken liegt jeweils an der Oberkante. Nehmen wir an, mit dem restlichen analytischen System bin ich zufrieden und möchte nun nur noch den Deckenvorsprung beeinflussen. Dann selektiere ich einfach diese beiden Geschosse, wähle in den AMG Eigenschaften analytisches Element aus und setze das Häkchen auf gesperrt. Damit wird also der AMG bei einem neuen Durchlauf diese Elemente nicht mehr verändern. Das gleiche mache ich für analytische Membranen. Ja, und dann sehen Sie auch schon an der farblichen Markierung, dass es jetzt also nur noch um die Elemente hier oben geht. Wir können nun die vertikale Ausrichtung für die Decken und Balken verändern, beispielsweise ja, einfach mal auf unten für die Decken und Mitte für die Balken setzen. Der AMG setzt das entsprechend um, kann man hier also gut erkennen, was hier aber natürlich eher, sagen wir mal, eine unsinnige Ausrichtung wäre. Ja, also setzen wir es zurück. Decken und Unterzüge oben. Es kann aber durchaus Situationen geben, in denen Sie so einen kleinen Versprung in der Statik ja unberücksichtigt lassen wollen und auch können. Dafür gibt es jetzt eine neue Funktion, die sich an benachbarter Ebene ausrichten nennt. Alles, was wir hierfür tun müssen, ist dem ALG mitzuteilen, welche Ebene er als analytische Ebene verstehen soll. Schauen wir in die Ostansicht, dann sehen wir also hier die Ebenen. Wenn ich möchte, dass das analytische System der Decken und oder Balken auf die Höhe Decke zweites Obergeschoss gelegt werden soll, dann selektiere ich die Ebene und setze im AMG-Eigenschaftenfenster das Häkchen für analytisch. Damit ist diese Ebene jetzt eine analytische Ebene. Gehen wir zurück zum AMG in die Konfiguration und sagen nun, dass ich die Decken
an benachbarter Ebene ausrichten sollen. Also, okay, ausführen. Ja, dann haben wir genau das erreicht, was wir wollten, nämlich dass der Versprung hier ignoriert wird und das analytische System der tiefer liegenden Decke nach oben in die gleiche Ebene der anderen Decke gezogen wird. Für den Unterzug hier denn haben wir das zunächst ja nicht gesagt, das können wir aber nachholen. Wir könnten also hier auch das Häkchen für an benachbarter Ebene ausrichten setzen oder hier schlichtweg sagen, dass sich der Balken per se an anschließenden Decken ausrichten soll. So, das führt auch zum gewünschten Ergebnis. Jetzt liegen die analytischen Systeme beider Decken und beider Balken in einer Ebene. Ganz wichtig, dieses Ausrichten an einer Ebene funktioniert darüber hinaus auch für einzelne Elemente an Referenzebenen. Ja, schauen wir nochmal in die Ostansicht und konstruieren hier eine Referenzebene, zum Beispiel in der halben Höhe der oberen Decke. So. Und ja, nennen die Referenzebene obere Referenzebene Dach zum Beispiel. Dann können wir jetzt für einzelne Bauteile, zum Beispiel für ja, diese beiden Decken, sagen, dass deren vertikale Ausrichtung bitte lokal auf die Referenzebene, die wir gerade angelegt haben, obere Referenzebene Dach, festgelegt werden soll. Ja, also ausführen. Ja, hier ist das Ergebnis. Jetzt sind beide in einer Ebene liegend und zwar auf der Referenzebene. Ja, ich denke, eine wirklich tolle, eine neue Funktion. Und denken Sie daran, das funktioniert auch mit geneigten Referenzebenen. Ja, da kann man also sicherlich einiges mit erreichen. Da geben sich ganz neue Möglichkeiten, als das früher der Fall war. Gut, das war's für heute. Sie haben gelernt, wie sich mit dem Sophistic AMG das analytische System von Decken und Balken vertikal ausrichten lässt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann folgen Sie mir gerne auf YouTube und wir hören uns beim nächsten Video.